Wie funktioniert unser HAS-System? Für unser HAS-System benötigen wir als Allerwichtigstes erstmal Ihre vorhandene Heizungsanlage, bestehend aus einem Öl- oder Gaskessel, bestehend aus einem Warmwasserspeicher. Dazu kommt dann unsere HHS-Box und natürlich eine Wärmepumpe. Und aus diesen Komponenten Wärmepumpe, HHS-Box und ihrer vorhandenen Heizungsanlage wird ein Hybridsystem. Die Funktionsweise unseres Hybridsystems ist wie folgt. Die vorhandene Kesselanlage fährt wie gewohnt mit ihrer Vorlauftemperatur, die errechnet wird über die Regelung in den Vorlauf, in die HHS-Box rein, von der HHS-Box in die Heizkörper, dann kommt Rücklaufwasser zurück. Dieses kälteste Rücklaufwasser, was zur Verfügung steht, bei jeder Heizungsanlage, schicken wir kontrolliert in die HHS-Box und von der HHS-Box kontrolliert in die Wärmepumpe. Die Wärmepumpe wird dann nach der Regelung vom Außenfühler sagen, wir brauchen eine gewisse Vorlauftemperatur. Diese Vorlauftemperatur schicken wir wieder kontrolliert in die HHS-Box, von der HHS-Box kontrolliert über die Rücklaufleitung in den vorhandenen Kessel. Dadurch, dass beide Regelungsvarianten vom Einstellen her auf einer Heizkurve fahren, weiß jetzt automatisch die Heizregelung vom vorhandenen Kessel, ich brauche eine gewisse Vorlauftemperatur, die ist aber schon erreicht, weil die Wärmepumpe ihre Arbeit gemacht hat. Somit braucht der Kessel nicht mehr das Signal zum Brenner geben, Lauf an. Dadurch sind die ersten fossilen Brennstoffe schon eingespart. Der Kessel weiß also, ich habe dementsprechend meine Temperatur erreicht, obwohl der Öl- oder Gasbrenner nicht gelaufen hat, und bringt dann, wie eben geschildert, die Vorlauftemperatur in die HHS-Box und von der HHS-Box wieder in den Heizkörper. Kaltes Rücklaufwasser kommt wieder zurück und geht wie eben beschrieben über die HHS-Box in die Wärmepumpe. Und so läuft das ganze System immer wieder ab. Kommen wir jetzt in niedrigere Außentemperaturen, zum Beispiel 1 Grad. Da unterscheidet sich unser HHS-System schon maßgeblich dadurch, dass wir nicht die Wärmepumpe über die Regelung anhand der Außentemperatur abschalten. Unsere Wärmepumpe bzw. unseres HHS-System lässt die Wärmepumpe immer mitlaufen. Die einzige Abschaltgröße bei der Wärmepumpe ist dann, wenn sie in den Temperaturenbereich über 50 Grad kommt, weil da wird jede Wärmepumpe uneffektiv und dann geht die Wärmepumpe mit der Leistung runter oder in die Abschaltung. Das heißt also, es gibt folgendes Beispiel. Wir sind bei 1 Grad Außentemperatur, wir bekommen eine Rücklauftemperatur von 45 Grad. Wir möchten aber eine Vorlauftemperatur von 53 haben. Dann werden wir die 45 Grad Vorlauftemperatur über die Wärmepumpe auf 50 Grad bringen, weil wir nur bis 50 Grad fahren, weil danach, wie eben gesagt, wird es nicht mehr effektiv. Wir fahren jetzt diese 50 Grad über die HHS-Box, über den Rücklauf in den Kessel. Jetzt sagt die Kesselregelung, ich möchte aber 53 Grad haben. Und so muss jetzt der Kessel nur noch 3 Grad aufheizen und nicht 8 Grad, weil 5 Grad schon die Wärmepumpe erreicht hat. Und dann schicken wir diese 53 Grad bei 1 Grad Außentemperatur wieder über die HHS-Box in die Heizkörper. Und somit ergibt sich ein hybrides System. Ein Teil, und zwar der größte Teil, macht die Wärmepumpe über unsere Hydraulik und den damit verbundenen Fühlertechnik, die es erlaubt, dass eine Fremdregelung mit einer Fremdkesselregelung elektrisch nicht miteinander verbunden sind, sondern dass jeder Kessel für sich und jede Pumpe für sich arbeiten kann, aber dennoch kommunizieren. Und die Kommunikation findet über das Medium Wasser statt. Das ist die Vorgehensweise auf der Heizungsseite. Jetzt kommen wir dazu, wie haben wir das Problem gelöst, Warmwasser zu machen. Warmwasser machen wir wie folgt. Wir haben einen vorhandenen Warmwasserspeicher.
Dieser Warmwasserspeicher hat immer eine Fühlerleitung, die ist in dem unteren Drittel eingebaut. Jeder vorhandene Warmwasserspeicher hat aber nur eine Fühlerleitung. Jetzt gehen wir her und setzen in den Zirkulationsanschluss, in diesem Beispiel, und das ist in fast allen Fällen von Warmwasserspeichern so, ist der Zirkulationsanschluss im oberen Drittel angesetzt. In dem Zirkulationsanschluss setzen wir ein T-Stück. In diesem T-Stück kommt eine Fühlerhülse rein und dann wird an diesem T-Stück auch wieder die Zirkulationsleitung angeschlossen. Da setzen wir den Fühler, der in unserem Beispiel 20 Jahre alter Kessel immer im unteren Bereich war, den ziehen wir raus und setzen den in den oberen Bereich. Warum wir das in den oberen Bereich setzen, erkläre ich Ihnen gleich. Dann werden wir den Warmwasserfühler, der hier von der Wärmepumpenregelung kommt, den setzen wir dann in den Warmwasserspeicher und zwar jetzt in die alte Fühlerhülse, wo vorher der Fühler für die Kesselanlage war, um Warmwasser zu machen. Zusammengefasst ergibt sich jetzt Folgendes: Der Fühler TB1 nennen wir ihn, ist Wärmepumpenfühler für Warmwasser. Der Fühler TB2 ist Fühler für die vorhandene Kesselanlage. Jetzt haben wir die Fühler bestimmt. Jetzt geht es darum, wie arbeitet was miteinander. Und auch hier sehen Sie jetzt wieder, dass die Kesselregelung keine elektrische Verbindung zu der Wärmepumpenregelung hat. Die einzige Verbindung ist das Medium Wasser. Wir haben uns ganz bewusst dazu entschieden, keine elektrische Verbindung zwischen beiden Gerätschaften zu machen, sondern eine Verbindung über das Medium Wasser. Hier wird die Kommunikation über das Heizungswasser stattfinden. So, Vorgehensweise ist wie folgt bei dem Warmwasserspeicher. Sie duschen jetzt, kaltes Wasser fließt unten rein, warmes Wasser fließt oben weg und dadurch ergibt sich eine Schichtung. Kaltes läuft nach, oben geht es weg. Und der erste Fühler TB1, das ist der Fühler fürs Warmwasser, der sagt jetzt, mir ist zu kalt. Dieser Fühler ist ja mit dieser Regelung verbunden. Jetzt bekommt die Regelung ein Signal, mir ist zu kalt. Dann passiert Folgendes: Das Ventil in unserer Box macht zu. Das heißt, die Heizkreise werden unterbrochen. Wir fahren jetzt den sogenannten kleinen Heizkreis, und zwar von hier über die Wärmepumpe in den Kessel und vom Kessel über das HRS-System in die Wärmepumpe, von der Wärmepumpe wieder zurück in den Kessel. Jetzt hat jede vorhandene Heizungsanlage eine Speicherladepumpe. Diese Speicherladepumpe wird gleichzeitig mit dem Ventil über unsere Elektronik angesteuert. Jetzt kann die Wärme, die die Wärmepumpe erzeugt, über den Kessel von der Speicherladepumpe, wie vorher auch, in den Warmwasserspeicher reingezogen werden. Wenn Sie jetzt weiter duschen, beziehungsweise der zweite oder der dritte Duschvorgang läuft, wird ja immer noch Wasser entnommen, und aus der Erfahrung und aus unseren Messungen heraus ist es so, dass nach dem dritten Duschgang oder während dem dritten Duschgang hintereinander, was ja auch sehr selten vorkommt, aber dennoch haben wir es getestet, spricht jetzt erst der obere Fühler an. In der Regel ist es so, dass da müssen schon 3 Leute hintereinander duschen. Wie gesagt, das ist sehr selten. Das geht schon fast gegen 0%. Aber wenn es dann so ist, wird dieser Fühler jetzt sagen, mir ist zu kalt. Und jetzt erst bekommt die Heizungssteuerung das Signal, helf mir. Ich schaffe es nicht, die Wärmepumpe ist zu klein, ich brauche mehr Leistung. Jetzt geht erst die fossile Brennstoffheizung an und setzt dann mit seinen zum Beispiel 20 kW, und die Wärmepumpe hat 8 kW in unserem Beispiel, setzt dann mit Hilfe von 8 plus 20 kW 28 kW und macht dann hier Warmwasser. Das heißt also ziemlich spät bis überhaupt nicht. Es hängt einfach von der Warmwassermenge ab, die ich
benötige oder die ich zapfe. Jetzt ist der Duschvorgang beendet, ich brauche kein Warmwasser mehr und dadurch, dass wir ja viel fossile Brennstoffe sparen wollen, geht als erstes der Fühler in den Abschaltbetrieb, weil er wird als erstes jetzt erkennen, mir ist zu warm und sagt der fossilen Heizung ausschalten. Dann geht die fossile Heizung aus. Der zweite Fühler bzw. der erste Fühler TB1, der sagt ja immer noch, ich muss heizen, mir ist noch zu kalt. Die Speicherladepumpe bleibt durch unsere Elektronik noch an. Das Ventil bleibt noch geschlossen für den Heizkreis nach oben. Die Wärmepumpe läuft immer noch weiter und produziert immer noch Wärme. Wärmepumpe übers HHS-System in den vorhandenen Kessel von der Speicherladepumpe aus in den Warmwasserspeicher. Jetzt nach einer Zeit wird dann TB1 sagen, mir ist jetzt auch warm genug. Dann wird dieser Fühlerwert, der ja auf der Regelung von der Wärmepumpe angeschlossen ist, sagen, Warmwasserbereitung abgeschlossen, Warmwasserspeicher heiß genug, Speicherladepumpe wird wieder über unsere HHS-Regelung ausgeschaltet, das Signal stellt das Ventil von der HHS-Box um und jetzt läuft wieder der ganz normale Heizbetrieb, wie ich Ihnen das eben erklärt habe. Jetzt stellt sich natürlich für Sie die Frage, wie lange bleibt das System denn in der Warmwasservorbereitung hängen, weil ja so lange keine Heizung gemacht wird. Da kann ich Ihnen sagen, wenn ein ganz normaler Duschvorgang läuft, das haben wir alles gemessen, dann wird die Warmwasseraufbereitung ca. 20 Minuten dauern. Wenn wir jetzt länger duschen oder mehr duschen, ich brauche mehr Warmwasser, dann wird es zwischen einer halben Stunde und 40 Minuten brauchen. Das heißt, maximal oder minimal zwischen 10 Minuten und 40 Minuten haben wir dann Warmwasseraufbereitung und keine Heizung. Und das führt dazu, dass das Haus nicht abkühlt, nicht massiv abkühlt. Unsere Messungen haben gezeigt, bei 0 Grad Außentemperatur fällt die Raumtemperatur um 0,4 Grad. Bei ca. 15 Häusern, die wir gemessen haben, im Durchschnitt. So würde ich Ihnen jetzt sagen, funktioniert unser HHS-System. Bei Fragen nutzen Sie unsere Kommentare. Bitte liken nicht vergessen und auch abonnieren nicht vergessen und ganz wichtig, die Glocke drücken.